Erstes Heimspiel der Rückrunde, Rhein-Main-Duell. Kein Derby für diejenigen, die denken, das ist ein Derby. Nein, ist es nicht. Ja, Hinspiel haben wir 1:0 verloren. Oder Hinrunde gegen Mainz haben wir leider verloren, 1:0. Die sind echt schwer zu bespielen. Die haben damals mit der Fünferkette gespielt, das spielen sie auch heute. Spielen, glaube ich, Flügelspiel oder so, oder Gegenpressing. Also ist auch eine sehr, sehr unangenehme Aufgabe. Aber wir haben ja einiges vor. Wir müssen innerhalb von 2 Saisons müssen wir Sechster werden. Beziehungsweise Vierter. Vierter müssen wir werden. Und in der Saison müssen wir mindestens Sechster werden, damit wir das Ziel erreichen. Wir sollen nämlich wieder europäisch spielen. Und deswegen bin ich schon dabei, den Kader so ein bisschen zu planen, auch für die nächste Saison, wenn wir dann wirklich Vierter werden müssen, sofern wir das diese Saison nicht werden, dann haben wir da echt eine große Aufgabe, die wir auf dem Transfermarkt erfüllen müssen. Da muss ich Spieler verkaufen, da muss ich gute Spieler holen. Von der Qualität her, dass wir wirklich die Chance haben, oben mitzuspielen. Das ist ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel von unserem Vorstand, muss ich sagen. Aber gut, der Vorstand hat das Sagen. Und wir müssen das machen, was der Vorstand uns als Ziel ausgibt. Von daher ist hier jeder Sieg Gold wert. Und warum auch nicht gegen Mainz? Wobei das gegen Mainz echt hammerhart wird. Da müssen wir wirklich jede Chance nutzen und jeden Konter, der sich hier uns gibt, versuchen halbwegs gut auszuspielen. Wie den hier zum Beispiel. Ja, Orban, kein Abseits. Komm, das wäre wichtig. 11. Minute, erste Chance. Und Zentner macht sich da ganz lang, warum auch immer. Genau so stelle ich mir das heute vor gegen Mainz. Viele Lücken werden wir nicht kriegen, aber dann die wir kriegen, gerade vielleicht nach einem gegnerischen Eckball, die müssen wir halt auch einfach nutzen. Hinten die Zweikämpfe, ja, Rakete, Pacho, der Fels in der Brandung. Dann halt auch immer wieder diese Läufe hinter die Abwehr versuchen, aber es ist gegen eine Fünfer-Formation echt sauschwer. Also das muss ich wirklich sagen, das ist sau schwer, da irgendwas hinzukriegen. Und dann gerade in der Defensive, also ich spiele mal 4-2-3-1, ich weiß nicht, ob das die Formation heute sein wird oder ob wir dann auf Dreierkette umstellen, je nachdem wie das Spiel wahrscheinlich verläuft. Aber es sieht momentan eigentlich erstmal ganz gut aus. Oh, nächste Chance, da ist noch Götze frei. Aber ihr seht die Mainzer, oh, sofort wieder dazwischen. Und dann müssen natürlich auch diese Fehlpässe, das darf nicht sein. Und hinten die Verteidigung, die muss stehen. Und vor allem auch nicht so hoch. Die Mainzer, die kommen, aber ein Nkunku dazwischen. Achtung, Pressing und dann darf auch mal der Ball weggeschlagen werden. Also das seht ihr selten von mir. Wenn ich den Ball wirklich wegschlage, dann ist es wirklich brenzlig. Also dann sehe ich wirklich gar keinen anderen Ausweg mehr. Das ist wirklich hammerhart. Also ein Punkt, ja, wäre okay, aber okay, behindert euch da nicht gegenseitig. Wir sind ja vorne genug Leute. Wir sind ja auch 4, 5 Mann vorne. Aber da müssen wir da auch ein bisschen mehr draus machen. Und Nkunku oben klebt dann an der Linie. Das momentan, genau, die haben wieder ihren Spaß. Genau, die hängen wieder über der Balustrade. Gar nicht schlecht. Skiri macht das mal gut, aber da ist halt keiner. Und da müssen wir dann halt gucken. Achtung, Miretti mit dem Schuss. Wieder abgeblockt. Das ganz typische Bild, ne? Wenn du vorne Druck machst, die Verteidigung, die steht ja halt immer ein Fuß dazwischen. So. Wieder der Aufbau über außen, dann muss Mamouche wieder diese tiefen Läufe machen. Genau, und Miretti muss er eigentlich mit, oder Skiri. Ist egal, wer es ist, auf jeden Fall muss er jetzt hinterlaufen. Ich glaube Skiri, jawohl. Und jetzt im Rücken Götze. So oder so, das könnte eine Option sein. Oh, aber warum steht denn Koch so ganz weit vorne immer? Da brauche ich jetzt eigentlich einen Sechser. Skiri oder Miretti, Nkunku dann auf der Außen, das ist abseits. Ja, wir stehen wirklich gut. Also ich hatte echt die Sorgen. Ja, Götze, komm, oben kriegt er den hin. Jawohl, dass wir hier mehr Probleme kriegen. Aber bislang halten sich die Mainzer zurück. Und Orban, nächste Chance. Und da wäre Zentner wieder rangekommen, 100%. Mann, der sieht aber breit aus hier im Spiel. 110 Kilo geballte Kraft hinten drinne im Tor. Ja, apropos Spieler. Ihr könnt natürlich auch schon mal gerne Vorschläge dann für den Sommer reinschreiben. Ich werde echt versuchen, die Spieler, oder beziehungsweise die Spieler, die ich auch überhaupt nicht brauche, die überhaupt gar keine Spielpraxis kriegen, die versuche ich von der Gehaltsliste zu bekommen. Ah, gut gemacht. Pacho steht dazwischen. Ja, damit ich halt auch den Platz habe und das Geld vor allem, um neue Spieler zu holen. Orban mit der nächsten Chance, 38. Und jetzt ist es soweit.
Jetzt ist die Führung da und das ist auch verdient, glaube ich. Wir hatten die besseren Chancen, wir hatten mehr Chancen vor allem. Bafana lässt grüßen. Und das ist dann halt auch eine Option, ne? Die Fünferkette, wenn sie da mal aufgelöst ist, Orban, eiskalt, der ist ja auch ein Kandidat, beziehungsweise das steht oder soll feststehen, dass er zu uns kommt. Die Eintracht ist sich wohl schon mit dem Spieler einig, mit dem Verein noch nicht ganz. Da hapert es noch so ein bisschen an der Ablösesumme. Die Eintracht möchte, glaube ich, nur 15 plus ein bisschen Boni zahlen. Und Gent möchte gerne 20 Millionen haben. Also ich hoffe, dass man sich irgendwo treffen wird. Er wäre natürlich nicht der Brecher vorne, den wir bräuchten. Mal so einen 1,90 Wandstürmer. Da soll aber noch jemand dann verpflichtet werden aus einer, ich sag mal, kleineren Liga. Habe ich mir sagen lassen von einem Eintracht-Insider, der eigentlich auch immer sehr gut informiert ist. Also es soll wohl einer werden aus einer kleineren Liga. Was das jetzt heißt, ob die Liga nicht so stark ist oder von der Mannschaftszahl her nicht so groß ist. Aber auf jeden Fall so ein Brecher halt vorne, ne? Der auch mal einen Ball halten kann. Orban wäre eher nochmal so ein Kandidat. Der ist auch sehr talentiert. Der hat momentan nicht so eine gute Phase. Aber ist auch sehr, sehr gut eigentlich. Weiß, wo das Tor steht. Macht auch ab und zu mal ein Tor. Sehr, sehr schnell, wendig. Also habe ich mir schon mal ein paar Videos angeschaut. Miretti. Also je nachdem. Egal, wen die Eintracht holt. Ich hoffe, sie holen auf jeden Fall. Mal 2 wäre ideal. Einer auf jeden Fall. Das haben sie schon durchsickern lassen. Ein zweiter wäre natürlich auch überragend. Weil nur mit Mamouche vorne, das ist zu riskant. Und auch einen Gangkamm sehe ich noch nicht so weit, ehrlich gesagt. Aber um nochmal hier aufs Spiel zurückzukommen, schreibt gerne eure Vorschläge schon mal rein. Welche Spieler habt ihr zum Beispiel bei euch, die vielleicht nicht so viel Geld kosten? Ich weiß natürlich nicht, wie viel Geld ich im Sommer zur Verfügung habe. Aber ich will natürlich auch, Achtung, Chance, Spieler verkaufen. Da kommt natürlich auch Geld rein. Ne? Und durch die Bundesliga-Platzierung, durch den Pokal, wir kriegen natürlich auch noch ein bisschen Geld mit dazu. Aber ich weiß nicht, wie viel. Und ich kann ja nicht mit Geld planen, was nicht da ist. Da bin ich jetzt mal ganz Heribert Bruchhagen-like. Ich kann nur so viel Geld ausgeben, wie ich auch einnehme. Deswegen war die Eintracht auch in den letzten Jahren nie verschuldet. So richtig. Weil da halt sehr, sehr gut gearbeitet wurde. Oh, Götze, viel Platz! Und folgerichtig dann das Tor. Das war ein bisschen überraschend aus. Ich dachte nicht, dass er da so frei kommt, weil ich dachte eigentlich, Mainz steht mit der Fünferkette sehr stabil, aber da, den hätte ich vielleicht sogar noch aufs Tor immerhin gebracht. Ob ich ihn reingemacht hätte, weiß ich nicht, aber ich war eigentlich immer so derjenige, der hat halt den vorletzten Ball bekommen und bin dann einfach aufs Tor gesprintet, weil ich schnell war und habe den dann einfach nur reingemacht. Oder habe halt so, ja, die 1 gegen 1 Duelle gesucht. Aber das, beruhigt mich jetzt erstmal. 2-0. Wir bekommen die wirklich ganz gut gehandelt, die 5er-Formation. Und auch vorne bekommen die Mainzer bislang eigentlich nicht viel hin. Ajorg vorne ist wie abgemeldet. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Oh, aber jetzt aufgepasst. Das geht zu leicht. Das geht zu leicht. Da muss irgendeiner drauf. Ein Kunku. Aber Vorsicht, auch nicht faulen. Weil es gibt sofort Elfmeter. Also hier im Spiel, Foul im Strafraum, ist eigentlich direkt immer Elfmeter. Egal, was du machst. Ja, und auch meistens rote Karte. Du darfst den Schiri nur blöd angucken. Ultimate Team zum Beispiel, auch gutes Beispiel. Du brauchst den Schiri nur blöd angucken, du kriegst rot. Aber die Mainzer sehen jetzt vielleicht rot. Orban, nächster Schuss, ja. Also ich muss auch sagen, auch in echt, wir können mal Nagalo reinbringen. Auch übrigens eine Empfehlung. Hat auch ein hohes Potenzial, hat eine 72. Ist auch günstig, habe ich jetzt von Nantes, glaube ich, geholt. Und ich meine, ich bin ja auch doof. Ich stelle die Spieler hier vor. Ich habe ja diese Talente-Videos. Ein Video mache ich ja noch über Stürmer. Warum verpflichte ich die nicht selber? Weil die halt noch nicht so eine hohe Gesamtstärke haben, weil die brauchen erstmal, um besser zu werden. Am Anfang sind sie halt noch schön günstig, aber irgendwann werden sie halt auch teuer. Und dann sind sie wahrscheinlich unbezahlbar. Miretti, richtig gut gemacht. Also wir sind auch wach, auch im Mittelfeld. Götze, nächster Ball. Der kommt richtig gut. Orban, na gut, gegen 3 Mann alleine. Ball halten ist okay.
Wir können nachrücken, wir können auch mal hinten rumspielen. Wir müssen jetzt gar nicht mehr unbedingt nach vorne stürmen. Mainz muss ja, ne? Mainz muss ich ja irgendwie den Weg nach vorne frei machen. So ähnlich wie ich meine Nase wieder frei bekommen muss. Aber gut, das nur nebenbei, nebensächlich. Ja, Nagalo, das ist halt ein unnötiger Fehlpass. Aber gut, da sage ich noch nichts. Der wird noch gut. Ich habe ja auch damals bei Dortmund, ne, um nochmal zurückzukommen auf die Mannschaft, da musste ich ja auch verstärken, um Meister zu werden. Da habe ich mir dann auch zum Beispiel einen Rüdiger geholt für die Verteidigung. Einen Kvaratskhelia. Ja, ein Skamaka als Aller-Ersatz eigentlich, aber der hat dann auch gut gebombt. Also man braucht natürlich schon Spieler, um dann dementsprechend die Position auch zu bekommen in der Liga. Also ich meine, mit dem Kader Meister zu werden, das wäre total utopisch zu sagen, dass das irgendwie funktioniert. Aber wir gucken einfach mal im Sommer. Jetzt gucken wir erst noch mal das Spiel hier. Achtung, Chance Mainz! Und Trapp mit einer riesen Parade. Und dann brauchst du natürlich auch einen Keeper hinten, der dir auch mal so unmögliche Dinger rausfischt, das ist klar. Die Mainzer, sie machen was, aber natürlich ist auch hinten irgendwann der Laden total offen. Achtung, Richter, der trifft eigentlich auch immer gerne gegen die Eintracht. Oh, jetzt sehen wir hinten offen. Ach du Scheiße, 3 gegen 2. Grätsche ist da und das meine ich. Und da gibt es Elfmeter. Krass. Vielleicht war es auch ein bisschen zu ungestüm, ja, aber es sah eigentlich so aus, als hätte ich den Ball... Ja, wobei, gucken wir nochmal hin. Machen wir mal hier den VAR, der eh total scheiße ist, von daher schauen wir jetzt einfach nochmal. Warte mal, eine andere Perspektive. Also von meiner Sicht aus hat er eigentlich zuerst den Ball gespielt. Wir gucken mal hier. Ja, weiß ich nicht. Nee, er trifft dann hier schon den Fuß, danach den Ball. Vielleicht auch beides gleichzeitig, aber gut, 11 Meter und in dem Spiel... Da braucht man sich gar nicht mehr aufregen. Du kannst es eh nicht verändern. Wir können jetzt nur hoffen, dass Trapp seine gute Form hier beibehält. Trapp ist da! Elfmeter-Killer. Das, was er ja in echt nicht so gut drauf hat. Den wichtigsten Elfer seiner Karriere hat er in Sevilla gehalten gegen Glasgow. Von daher sei ihm da schon mal auf Ewigkeiten Dankbarkeit entgegenzubringen. Ja, und das passt auch so ein bisschen zum Spiel. Also Mainz ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Die haben aber auch nicht viel nach vorne gemacht und nach hinten stehen sie auch ganz schön luftig. Larsen, jawohl, warum nicht? Aus Spitzenwinkel. Ob der vielleicht noch auf der Liste steht, der war ja im Sommer ebenfalls auch auf der Liste. Ich finde den gar nicht so verkehrt. Der ist auch groß gewachsen, sehr bullig, auch sehr torgefährlich vorne, also aufgrund seiner Körpergröße. Wäre vielleicht auch eine Option. Naja, wir werden es sehen, aber es hieß ja aus einer kleineren Liga und die spanische La Liga ist jetzt nicht unbedingt eine kleinere Liga, Skiri. Wir lassen uns überraschen. Ich finde das zwar gut, die Insider, die ab und zu auch mal Infos rausgeben, die uns da auf dem Laufenden halten, finde ich gar nicht so verkehrt, aber ich finde es dann auch immer cool, so ein bisschen zu spekulieren, wer könnte es denn werden und wie laufen denn die Gespräche und so weiter. Also für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob ich da für die anderen ausspreche, ich spreche jetzt einfach nur für mich. Aber ich finde das auch sehr interessant. So, natürlich hier weiter ins Pressing gehen. Solange sie da hinten spielen, ist okay. Ja, Bell treibt nochmal nach vorne. Tut er auf der Außen. Perfekt. Der hat sich halt auch gemacht. Das freut mich wirklich richtig für ihn. Ja, tun die beiden Verpflichtungen von William Pacho und Robin Koch richtig gut. Der ist auch gereift. Ist auch sehr, sehr stark geworden. Der hatte ja auch letztes Jahr und auch so, ja, das letzte halbe Jahr vor allem, wie viele andere, auch ein richtiges Leistungstief. Also er war ja auch kurz davor, verkauft zu werden, aber Gott sei Dank haben wir nicht verkauft. Achtung, Zentner nochmal mit dem Ball nach vorne, aber das bringt nichts, denn wir gewinnen. Ich denke, verdient 2-0 gegen Mainz, setzen also unsere Siegesserie fort und bleiben auch erstmal oben. Und je nachdem, wie die anderen jetzt gespielt haben, setzen wir uns entweder auf dem Champions League Platz fest, wäre ja geil, oder vielleicht 5. oder 6. Wir gucken gleich mal. Ja, die Bayern gewinnen in Augsburg, bleiben also oben dran, Leipzig auch, Freiburg gewinnt auch. Ich weiß gar nicht, wer jetzt unsere direkte Konkurrent ist. Ich habe da ehrlich gesagt nie so drauf geachtet. Und jetzt Pokal, ach du Scheiße. In Leverkusen nochmal. Ja, da hätte ich natürlich auch ein bisschen
ja, haushalten können mit den Kräften. Naja, gucken wir mal. So, jetzt haben wir hier schon mal ein erstes Angebot für Jens-Peter Auge. Da zum Beispiel muss ich auch sagen, wobei der hat eine Freigabesumme von 5 Millionen. Dann haben wir noch Simoni, das ist halt ein Keeper, den würde ich verleihen. Wo will der hin? Nach Melbourne? Verhandeln? Ablehnen? Nö, eigentlich annehmen. Wuhan Three Towns Football Club. Naja. Dann vielleicht eher nach Melbourne. Delegieren. Machen wir eine Leihe. Mal gucken, wie stark der wird. Jakic unter anderem. Der wird dann auch verkauft. Larsson. Der wird dann auch erstmal verliehen. Das sind halt so Leute, die hast du dann von der Gehaltsliste runter. Da könntest du ja auch verhandeln. Wenn der eine Freigabesumme von 5,7 Millionen hat, dann machst du mal Mindestverkaufssumme. Also 5,7 Millionen will ich auf jeden Fall haben. Das ist die Freigabesumme. So, und das Anfangsgebot. Ja, machen wir vielleicht. Ja gut, warte mal. Wenn ich mindestens 5,7, dann kann ich ja nicht weniger bieten. Machen wir mal 6 Millionen. Also ich will auf jeden Fall 6 Millionen haben. Wahrscheinlich ist das ein total schlechter Deal, aber ich bin ja bei den Verhandlungen eh immer nicht so gut. Ihr wisst das ja. So, DFB-Pokal. Leihangebot für Santos. Ist auch ebenfalls ein Keeper. Den können wir auch verleihen, delegieren. Auch nur eine Leihe. Würde ich auch sehr, sehr gerne machen. Und dann haben wir die erstmal runter. So, und Bamba, ich denke drüber nach, gegen seinen Ex-Club, gegen Leverkusen, weißt du, aber wir müssen ein bisschen. Wir müssen ein bisschen haushalten, weil ihr seht, die Kräfte, oh, da hätte ich ein bisschen was anderes machen müssen. Dann hätte ich vielleicht gegen Mainz die B11 spielen lassen sollen, aber egal, wir machen das. Ich muss ja fast die ganze Mannschaft hier durchwechseln, ey. Gucken, ob ich das hinkriege. Ja, wir haben die Leute, wir machen das. Doch, wir haben genug Leute hier auf der Bank. Chaibi sehe ich da gerade, Buta, Rode, Knauf. Also irgendwie machen wir das schon. In Leverkusen Viertelfinale, das ist ein Bonusspiel. Mal gucken, wenn wir weiterkommen, wäre geil. Natürlich Halbfinale, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also, stopp. Nochmal kurz hier auf die Bundesliga-Tabelle und dann seid ihr befreit. 6. Platz, perfekt. Also, wir sind auf jeden Fall im Soll. Wir haben 3 Punkte vor Augsburg. Wir haben aber auch nur 3 Punkte Rückstand auf Leipzig. 5 auf Dortmund und ganze 12 auf München. Mal gucken, ob das bis nach ganz oben noch was wird. Unten haben wir weiterhin Darmstadt ohne Sieg. Für die wird es wahrscheinlich auch wieder nach unten gehen. Also jetzt aber Like da lassen, kostenloses Abo und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, ciao.